Was passiert, wenn Tonnen von Steinen und Schlamm plötzlich von einem Berghang herabstürzen und alles auf ihrem Weg auslöschen? Wie gewöhnliche Regenfälle eine malerische Landschaft in eine Katastrophenzone verwandeln können. In wenigen Minuten? Manchmal gelingt es, die Antwort auf diese Fragen mit der Kamera festzuhalten, und ich möchte mit Ihnen einen solchen Moment teilen, der in Zeit und Raum eingefroren ist. Lassen Sie uns gedanklich nach China reisen, in die bezirksfreie Stadt Hanzhong, die sich an den Ufern des Han-Flusses erstreckt. Wie viele Regionen in Ostasien ist auch dieses Gebiet anfällig für plötzliche und heftige Regenfälle. Und auf diese folgen oft zerstörerische, katastrophale Erdrutsche. Einer dieser Naturgewalten traf am 18. September ein, 2021. Dem gingen mehrere Tage unaufhörlicher Regenfälle voraus, die den Boden buchstäblich bis zur Sättigung mit Wasser durchtränkten. Der Boden unter einem der umliegenden Berge verwandelte sich in eine schwere, instabile Masse. Der obere Teil des Hangs, der durch die Feuchtigkeit beschwert war, konnte sein eigenes Gewicht nicht mehr tragen, begann sich langsam zu verschieben und stürzte dann unaufhaltsam nach unten. Zum Glück oder vielleicht auch zum Entsetzen befanden sich einige Einheimische in der Nähe mit ihren Telefonen in der Hand und konnten dieses erschreckende Schauspiel dokumentieren. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine riesige Schicht aus Erde, Bäumen und Steinen sich von der Hauptmasse des Berges löst und mit Getöse nach unten stürzt, dabei eine dichte Staubwolke aufwirbelnd. Es erinnert an eine gigantische Welle, jedoch bestehend nicht aus Wasser, sondern aus fester Materie, die alle Hindernisse hinwegfegt. Als sich der Staub gelegt hatte, war die Landschaft bis zur Unkenntlichkeit verändert. Dort, wo einst ein grüner Hang war, klaffte nun eine riesige Wunde in der Erde. Laut Berichten der örtlichen Behörden wurden die Nationalstraße 210 und der Fluss am Fuße des Berges vollständig von Trümmern und Schlamm blockiert, deren Volumen wahrscheinlich kaum vorstellbar ist. Es waren Tausende von Kubikfußmaterial. Eine Person erlitt schwere Verletzungen an Beinen und Rippen, eine andere wurde lebendig unter den Trümmern begraben. Glücklicherweise gelang es den Rettungskräften, beide Verletzten zu bergen und ins Krankenhaus zu bringen. Das Ausmaß des Schadens und die Zeit, die für die Räumung benötigt wird, sind noch nicht vollständig klar, aber diese Aufnahmen dienen als eindringliche Erinnerung an die unbändige Kraft der Natur. Besonders wenn sie durch anhaltende Regenfälle provoziert wird. Eine Explosion, die völlig außer Kontrolle geriet. Nun führt unser Weg nach Mostar, der fünftgrößten Stadt des Landes Bosnien und Herzegowina. Hier leben etwa 113.000 Menschen. Ihre Häuser liegen entlang des malerischen Flusses Neretva. Am 6. April 2024 wurde das gewohnte Summen der Stadt von einem ohrenbetäubenden Knall zerrissen. Die Quelle des Geräusches war ein nahegelegener Steinbruch, in dem das Bergbauunternehmen HP Investing planmäßige Sprengarbeiten durchführte. Es sollte eine kontrollierte Explosion sein, ein übliches Verfahren zur Gesteinsgewinnung. Jedoch ging etwas völlig unbeabsichtigt schief. Die Handlungen des Unternehmens lösten nicht nur Einstürze im Steinbruch aus, sondern einen gigantischen, unkontrollierten Erdrutsch. Auf einem von Augenzeugen aus sicherer Entfernung aufgenommenen Video ist zu sehen, wie eine riesige Masse Felsgestein sich vom Hang löst und als Lawine nach unten direkt auf den Fluss zusteuert. Das Schauspiel ist gleichzeitig faszinierend und erschreckend. Wenn man sich die Aufnahmen genauer ansieht, kann man am Fuße des Berges eine Reihe geparkter Autos erkennen. Aus der Höhe erscheinen sie nicht größer als Ameisen. All diese Fahrzeuge, diese kleinen Punkte in der Landschaft wurden entweder von der mehrtonnigen Masse an Steinen zerquetscht oder einfach in den Fluss geworfen, wie Spielzeuge. Erstaunlicherweise wurden laut offiziellen Berichten während dieses Chaos nur 2 Personen verletzt und ihre Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Die Hauptsorge der Experten galt jedoch weniger den Menschen als vielmehr der Umwelt. Ökologen und Wildtierspezialisten äußerten ernsthafte Besorgnis über den Zustand der lokalen Tierwelt und insbesondere der Fischbestände in der Neretva. Der Punkt ist, dass die Felsbrocken das Flussbett vollständig blockierten und einen künstlichen Damm bildeten. Und obwohl Lastwagen und schwere Maschinen die physischen Hindernisse im Laufe der Zeit beseitigen können, wird das fragile Flussökosystem möglicherweise nie wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren. Dieser Vorfall wurde zu einer bitteren Lektion. Ein ähnlicher Grund für die Katastrophe war die unsachgemäße Durchführung von Sprengarbeiten durch das Unternehmen HP Investing, was erneut zeigte, wie menschliche Aktivitäten zu unvorhersehbaren und zerstörerischen Folgen für die Natur führen können. Der tödliche Durst nach Jade. Jetzt werde ich Ihnen eine Geschichte erzählen, bei der einem das Blut in den Adern gefriert. Eine Geschichte über eine tödliche Falle, die durch den Glanz von Edelsteinen und verzweifelter Armut entstanden ist. Wir begeben uns nach Myanmar, ein Land, das die Welt mit 70-90% des gesamten weltweiten Vorrats versorgt. Jade. Dieser Stein wird hoch geschätzt, besonders im benachbarten China, und die Industrie seiner Gewinnung generiert jährlich Dutzende von Milliarden Dollar. Aber der Löwenanteil dieser sagenhaften Summen landet in den Taschen großer Konzerne, die die Minen kontrollieren.
Wenn die offizielle Erschließung der Lagerstätte endet und die Maschinen abziehen, treten sie auf den Plan, die illegalen Sammler, Jade. Es handelt sich hauptsächlich um junge, arme Männer, die ihr Leben riskieren in der Hoffnung, in den Abraumhalden irgendeinen Splitter zu finden, den sie verkaufen können. Ihre Arbeit ist lebensgefährlich und bringt jedes Jahr neue Tragödien. Aber keine von ihnen ist vergleichbar im Ausmaß mit der Katastrophe in der Jade-Mine von Fakant, die 2020 stattfand. An diesem verhängnisvollen Tag wurden über 200 solcher verzweifelten Sucher lebendig unter einer gigantischen Masse von Steinen, Schlamm und Abraum begraben. Unglaublich, aber denjenigen, die diesem Schicksal entkommen konnten, gelang es, die erschütternden Momente mit ihren Handys festzuhalten. Einen Tag vor der Tragödie warnten die örtlichen Behörden vor der Gefahr, jegliche Arbeiten durchzuführen, aufgrund der starken Regenfälle, die in der Region niedergegangen waren. Aber Hunderte von Sammlern ignorierten diese Warnung. Vielleicht hofften sie, dass das schlechte Wetter die Konkurrenten abschrecken würde. Und sie hätten mehr Chancen, etwas Wertvolles zu finden. Unglücklicherweise kam dieser Gedanke zu vielen in den Sinn. Sie befanden sich am Fuße eines riesigen Abraumhaufens, als dieser plötzlich einstürzte. Eine 20 Fuß hohe Wand aus Schlamm, Wasser und Steinen stürzte herab und fegte alles auf ihrem Weg mit sich. Viele wurden von den Füßen gerissen und sofort von diesem erschreckenden Strom verschlungen, sie waren nicht mehr. Niemand hatte je etwas Schrecklicheres gesehen, und es war noch erschreckender zu erkennen, dass selbst diese furchtbare Katastrophe die Überlebenden nicht aufhielt. Bereits nach wenigen Tagen kehrten sie zu ähnlichen gefährlichen Stellen zurück und setzten ihre Suche fort. Einige brachten sogar ihre Kinder mit, obwohl sie wussten, dass der Hang jederzeit einstürzen könnte. Dies ist ein erschreckendes Zeugnis dafür, wozu extreme Not die Menschen treibt, sie dazu zwingt, jeden Tag dem Tod ins Auge zu sehen. In der flüchtigen Hoffnung auf Glück. Die Straße, die in der Schlucht verschwand. Die Berge Indiens sind majestätisch und wunderschön, aber ihre Schönheit verbirgt eine ständige Bedrohung. Orte wie der Bundesstaat Himachal Pradesh sind besonders anfällig für Erdrutsche. Die Ursache liegt tief unter der Erde. Diese Region liegt über der Kollisionszone der indischen und eurasischen tektonischen Platten. Gerade ihre Interaktion hat einst die höchsten Berge des Himalaya hervorgebracht, und dieser Prozess dauert bis heute an. Das ständige Reiben der Platten verursacht Erdbeben und löst zerstörerische Erdrutsche aus. Am 30. Juli 2021 ereignete sich einer dieser Erdrutsche im Bezirk Sirmaur in Himachal Pradesh. Den örtlichen Bewohnern, die unfreiwillige Zeugen wurden, blieb nichts anderes übrig, als mit Entsetzen zuzusehen, wie ein riesiger Teil des Berges zusammen mit der darauf verlaufenden Straße buchstäblich verschwindet, indem er mehrere hundert Fuß in das Tal hinunterrutscht. Die Videoaufnahme dieses Ereignisses beeindruckt durch ihre Unvermeidlichkeit. Zuerst erscheinen kleine Schuttmassen, dann beginnt der Hang sich langsam zu bewegen und schon stürzt eine ganze Masse aus Erde und Steinen, die die Asphaltdecke trägt, mit zunehmender Geschwindigkeit hinunter und wirbelt Staubwolken auf. Die Straße, die noch vor einer Sekunde ganz zuverlässig aussah, verschwindet einfach, als hätte man sie mit einem Radiergummi von der Erdoberfläche gelöscht. Zum Glück befand sich zum Zeitpunkt des Einsturzes kein einziges Auto auf diesem Straßenabschnitt. Anscheinend haben die Einheimischen, die frühe Anzeichen der drohenden Katastrophe bemerkten, möglicherweise Risse oder kleine Bodenbewegungen, es geschafft, den Verkehr von beiden Seiten zu stoppen. Dieser Vorfall ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie dynamisch und gefährlich Gebirgslandschaften sein können, besonders in seismisch aktiven Zonen, wo der Boden unter den Füßen jederzeit mit katastrophalen Folgen in Bewegung geraten kann. Das ist der Preis des Lebens im Schatten der großen Himalaya. Die wahre Macht der Natur. Naturkatastrophen haben die erschreckende Fähigkeit, die Spuren unserer Anwesenheit auf dem Planeten auszulöschen und vertraute Landschaften und menschliche Schöpfungen in wenigen Augenblicken in Ruinen zu verwandeln. Ich möchte Ihnen die Folgen einer solchen unbändigen Kraft zeigen, die in Japan festgehalten wurde. Lassen Sie uns in den August 2004 zurückkehren. Die Nationalstraße 168, eine wichtige Verkehrsader in der Nähe von Osaka, die die Städte Shingu im Süden und Hirokata im Norden verbindet, hörte in einem ihrer Abschnitte plötzlich auf zu existieren. Der Grund war ein gigantischer Erdrutsch, ausgelöst durch eine Serie mächtiger Taifune, die über das Land hinwegfegten. Für die Behörden war dies keine völlige Überraschung. Bereits seit Januar desselben Jahres verfolgten Spezialisten die zunehmende Instabilität in diesem Gebiet. Sie bemerkten das Absinken des Bodens und das Auftreten von Rissen entlang des Untergrunds. Die Wände in der Nähe des Dorfes Otu wurden 6 Monate später durch die sintflutartigen Regenfälle, die von 2 aufeinanderfolgenden Taifunen gebracht wurden, endgültig geschwächt. Der ohnehin schon problematische Abschnitt wurde in einen kritischen Zustand versetzt, der Boden war mit Feuchtigkeit übersättigt, seine Struktur war gestört und eine Reparatur war nicht mehr möglich. Alles, was den Behörden übrig blieb, war, die gefährliche Zone abzusperren und auf das Unvermeidliche zu warten, und es geschah.
Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein riesiges Segment des Berges, einschließlich der Straße, die den Hang hinauf verläuft, in Bewegung gerät. Eine Masse aus Erde, Steinen und Bäumen. Langsam, aber unaufhaltsam rutscht es nach unten, wie ein lebendiges Wesen, das alles auf seinem Weg verschlingt. Die Autobahn löst sich buchstäblich in diesem Chaos auf. Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm. Nachdem die Hauptbewegung zum Stillstand gekommen war, flog ein Hubschrauber über die Unglücksstelle, um den Schaden aus der Luft zu beurteilen. Das Bild, das sich aus der Höhe bot, war wahrhaft schockierend. Dort, wo vor kurzem noch eine belebte Straße verlief, klaffte nun eine riesige Narbe im Berg, bedeckt mit Tonnen von Trümmern. Zum Glück wurde dank rechtzeitiger Vorsichtsmaßnahmen und der Straßensperrung niemand bei diesem gewaltigen Erdrutsch verletzt. Das Jahr 2004 war für Japan besonders schwer. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Anzahl von Taifunen, die Überschwemmungen und Erdrutsche über den gesamten Archipel brachten und ständig die Infrastruktur und die Nerven der Bewohner auf die Probe stellten. Der Schlund der Hölle öffnet sich. Es gibt auf der Erde Orte, an denen die Natur selbst mit ihren Namen vor Gefahren zu warnen scheint. Einer von ihnen ist Hell's Mouth, was übersetzt Schlund der Hölle bedeutet. Es ist eine erstaunlich schöne Bucht an der Nordküste von Cornwall, in Großbritannien. Ist es ein Teil der malerischen nördlichen Klippen, von denen man auf das keltische Meer blickt. Aber am 23. September 2011 verwandelte sich diese Schönheit in ein erschreckendes Schauspiel. Einige Touristen, die entlang des Randes der Klippe spazierten, bemerkten, wie kleine Steine und Stücke, Gestein begannen vom Hang abzufallen und weit unten ins Wasser zu stürzen. Das ist ein gewöhnliches Phänomen an solchen Orten. Das Ergebnis ständiger Verwitterung. Aber an diesem Tag ahnten sie nicht, dass sie Zeugen werden und es mit der Kamera festhalten würden. Etwas weitaus Größeres, das ein bekannter Geologe später als die beste Videoaufnahme eines Steinschlags bezeichnen würde. Von all denen, die er jemals auf Video gesehen hat, sind Ausrufe des Erstaunens und der Besorgnis zu hören. Zuerst fallen kleine Fragmente ab, dann bricht ein immer größerer Teil vom Felsen ab und schließlich löst sich eine gigantische Gesteinsmasse von der Größe mehrerer Hochhäuser mit einem ohrenbetäubenden Dröhnen von der Hauptklippe und stürzt ins Meer. Der Fall verursacht einen riesigen Wellenschlag, der eine Wolke aus Spritzern und Staub aufwirbelt. Das Schauspiel ist gleichzeitig majestätisch und furchteinflößend. Nach Schätzungen des britischen Geologischen Dienstes stürzten in diesem Moment etwa 100.000 Tonnen Gestein ins Meer. Ein Gewicht, das mit dem eines ganzen Flottenverbands von Kriegsschiffen vergleichbar ist. Die Basis des Felsens an dieser Stelle besteht aus Aggelliten, Sandsteinen, Siltsteinen und Schiefer. Diese Gesteine verwittern im Laufe der Zeit durch das komplexe Zusammenspiel von regionalen Verwerfungen und lokaler Rissbildung. Der Felsmassiv zerfällt in Blöcke und verliert allmählich an Stabilität. Diese Touristen hatten einfach das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit einer Kamera in der Hand zu sein, um der Welt zu schenken. Diese einzigartigen und atemberaubenden Aufnahmen der ungezähmten Kraft der Natur. Ein Held ohne Umhang. Eine Heldentat auf der Bergstraße. Manchmal entsteht Heldentum nicht auf Schlachtfeldern, sondern auf einer staubigen Bergstraße und zeigt sich nicht in lauten Heldentaten, sondern in der stillen Entschlossenheit eines Einzelnen. Dies ist die Geschichte eines solchen Falls, der sich am 5. August 2018 im chinesischen Bezirk Cao Tong in der Provinz Yunnan ereignete. Stellen Sie sich einen gewöhnlichen Tag vor. Ein Mann namens Yang fährt mit seinem Auto auf einer kurvenreichen, mit Kopfstein gepflasterten Straße, die sich den Berghang hinaufschlängelt. Die Landschaften ringsum sind wahrscheinlich malerisch, aber Yangs Aufmerksamkeit wird von etwas anderem angezogen, einem beunruhigenden kleinen Absacken der Fahrbahn. Voraus. Ein geübtes Auge oder seine Intuition sagen ihm, dass dies nicht nur eine Unebenheit ist, sondern ein bedrohlicher Vorbote eines unvermeidlichen Erdrutsches. Als er die tödliche Gefahr erkennt, stoppt Yang sofort sein Auto, aber er dreht nicht um sich selbst zu retten. Er steigt aus dem Auto und blockiert entschlossen den Weg für andere Fahrer, die versuchen, weiterzufahren. Können Sie sich das vorstellen? Ihre anfängliche Reaktion? Verärgerung, Verwirrung, vielleicht sogar Wut. Wer ist dieser Mann, der sich für einen Verkehrspolizisten hält? Aber ihr Unmut hielt nicht lange an. Nur wenige Augenblicke später erwachte der Berghang zum Leben. Mit einem erschreckenden Krachen stürzte eine riesige Masse aus Erde und Steinen hinunter und zerstörte vollständig genau den Straßenabschnitt, den Jan vorsorglich blockiert hatte. Die Verärgerung auf den Gesichtern der anderen Fahrer wich Schock und dann unermesslicher Dankbarkeit. Wäre da nicht die schnelle Reaktion und Selbstlosigkeit gewesen? Jana, mehr als 20 Menschen hätten sich im Epizentrum dieses Erdrutsches befinden können. Dort, wo viele andere wahrscheinlich einfach weggefahren wären, um ihr eigenes Leben zu retten, blieb er, um ihm unbekannte Menschen vor dem sicheren Tod zu bewahren. Diese Geschichte ist ein lebendiger Beweis für eine bekannte Wahrheit. Nicht alle Helden tragen Umhänge. Manchmal wird ein gewöhnlicher Fahrer auf einer Bergstraße zum Helden, dessen scharfer Blick und mutiges Herz Dutzende von Leben retten. Giftige Lawine im Steinbruch.
Industrielle Katastrophen in den Bergen bergen eine doppelte Bedrohung. Nicht nur physische Zerstörung, sondern auch potenzielle Umweltverschmutzung. Jetzt erzähle ich Ihnen von einem Vorfall in der Goldmine Zöpler, die in der türkischen Provinz Erzincan liegt. Diese Mine, die der Firma Anagold Mining gehört, hatte bereits keinen makellosen Ruf. Im Jahr 2020 wurde der Betrieb eingestellt nachdem Ermittler ein Leck von Cyanid, einer tödlichen Substanz, die beim Goldabbau verwendet wird, in einen Fluss entdeckt hatten, der durch die Türkei, Syrien und den Irak fließt. Die Mine wurde 2 Jahre später wieder eröffnet, nachdem Reinigungsarbeiten durchgeführt und das Unternehmen mit einer erheblichen Geldstrafe belegt worden war. Aber am 13. Februar 2024 ereignete sich ein neues, noch schlimmeres Unglück. Eine riesige Masse von Material, bekannt als Halden des Haufenlaugens. Dieses Gestein, das mit Chemikalien zur Goldgewinnung behandelt wurde, verlor plötzlich seine Stabilität. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die graue Masse vorwärts stürmt und alles auf ihrem Weg verschlingt. Es gibt aber auch ein anderes Video, das aus dem Herzen der herannahenden Katastrophe aufgenommen wurde. Die Dashcam eines der Lastwagen hat den Moment festgehalten, als diese toxische Lawine über den Hügel rollt und direkt auf ihn zurast, die Straße füllend. Der Fahrer versucht verzweifelt rückwärts zu fahren und es gelingt ihm auf wundersame Weise, eine Kollision zu vermeiden. Der Strom stoppt buchstäblich nur wenige Fuß von der Kabine entfernt. Leider hatten nicht alle so viel Glück. 9 Arbeiter wurden während des Einsturzes in der Mine eingeschlossen. Im Zuge der Tragödie wurden mehrere Beamte der Mine verhaftet. Es scheint, dass es Bedenken oder direkte Hinweise auf die Möglichkeit eines solchen Vorfalls gab, aber die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen wurden nicht getroffen. Diese Katastrophe ist eine weitere düstere Erinnerung an die Risiken, die mit dem Bergbau verbunden sind und an den Preis, den man manchmal für Gold zahlen muss. Tödliche Wendung. Fataler Steinschlag. Straßen, die in die Felsen gehauen sind, locken mit ihrer Schönheit und bieten Reisenden atemberaubende Ausblicke, aber diese Schönheit ist trügerisch und birgt tödliche Gefahren. Ich zeige Ihnen jetzt Aufnahmen aus der Präfektur Aksu, die in der chinesischen Provinz Xinjiang liegt, einer Region mit überwiegend bergigem Gelände. Hier bestehen viele Straßen aus schmalen Asphaltbändern, die sich an steilen Hängen entlangwinden. Am 4. Juli 2020 unternahm ein Einheimischer eine gewöhnliche Fahrt auf einer dieser Straßen. Seine Dashcam zeichnete den Weg unvoreingenommen auf, wurde aber plötzlich zum Zeugen eines Ereignisses, das einem die Haare zu Berge stehen lässt. Im Video ist zu sehen, wie das Auto sanft in die nächste Kurve der Bergstraße einfährt. Die Landschaft ist großartig, aber im oberen Teil des Bildschirms blitzt eine Bewegung auf. Das sind Steine. Zuerst kleine, aber dann immer größere. Sie beginnen den Hang direkt über der Straße hinunterzurollen. Der Fahrer reagiert blitzschnell und tritt instinktiv auf die Bremse. Und das rettet ihm das Leben. Wenige Augenblicke später stürzt ein echter Steinschlag auf die Straße vor ihm herab. Noch ein paar Fuß weiter und das Auto wäre unter diesem tödlichen Hagel gewesen. In wenigen Sekunden ist die gesamte Durchfahrt vollständig von einem chaotischen Haufen Steine blockiert. Der Aufprall eines solchen Felsbrockens hätte ihm keine Chance gelassen. Dieser Vorfall ist ein schauriges, blutgefrierendes Beispiel dafür, dass auf solch malerischen, aber tückischen Straßen die Gefahr hinter jeder Kurve lauern kann. Ohne die Dashcam hätte wohl kaum jemand geglaubt, wie nah dieser Mensch dem Abgrund gekommen ist. Dem Abgrund, wie dünn die Linie zwischen Leben und Tod an diesem Tag war. Der langsame Tod der Straße unter dem Druck des Wassers. Nicht immer geschehen Bergrutsche plötzlich, wie eine Explosion. Manchmal schleicht sich die Zerstörung unbemerkt an, langsam untergräbt die Stütze, bis alles auf einmal zusammenbricht. Genau solch ein Prozess, der sich über die Zeit erstreckt, aber nicht weniger zerstörerisch ist, wurde in der peruanischen Provinz Recuay festgehalten. Lassen Sie uns in eine kleine Stadt in dieser Provinz am 23. März 2018 versetzen. Die Einheimischen bemerkten etwas Ungewöhnliches. Unter der Hauptstraße, einer lebenswichtigen Arterie, die sie mit der Außenwelt verbindet, begann ein stetiger Wasserstrom zu sickern und zu fließen. Vielleicht waren es die Folgen von Regenfällen oder das Schmelzen von Schnee in den Bergen. Zunächst mag es unbedeutend erschienen sein, aber Wasser ist ein unermüdlicher Zerstörer. Der Strom begann allmählich den Boden unter der Fahrbahn auszuwaschen und schwächte deren Fundament. Dies löste eine Kettenreaktion aus. Nacheinander begannen kleine Erdrutsche zu passieren. Erdstücke brachen ab und fielen, wobei sie Teile der Stützkonstruktion mit sich rissen. Auf dem von Augenzeugen aufgenommenen Video ist zu sehen, wie dieser Prozess an Fahrt gewinnt. Ein riesiges Stück des Hügels, auf dem die Straße gehalten wurde, verschwindet buchstäblich vor den Augen. Risse im Asphalt weiten sich, die Ränder brechen ab. Laut der Beschreibung des Originalvideos dauerte der gesamte Einsturzprozess von mehr als 100 Fuß Straße etwa 13 Minuten. Ein kleiner Bach hat in kurzer Zeit das geschafft, wozu andere Kräfte nicht in der Lage gewesen wären. Die Folgen waren ernst.
Die Bewohner der Stadt waren praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Sie mussten sich auf einen schmalen, unbequemen Pfad verlassen, während die Straßenbehörden daran arbeiteten, die Verbindung wiederherzustellen. Den vorliegenden Informationen zufolge beschlossen die Behörden, nicht einfach die riesige Erosionsrinne aufzufüllen. Ein Brückenbau an dieser Stelle ist eine zuverlässigere Lösung angesichts der instabilen Geologie. Diese Geschichte zeigt anschaulich, dass die zerstörerische Kraft der Natur sich nicht nur in plötzlichen Katastrophen äußern kann, sondern auch in langsamen, unaufhaltsamen Prozessen, die unser Dasein untergraben. Das Beben der Erde und der Zorn der Berge in Taiwan. Starke Erdbeben sind an sich schon ein erschreckendes Phänomen, das Zerstörung und Angst mit sich bringt. Aber ihre Gefahr erschöpft sich nicht in den primären Erschütterungen. In Gebirgsregionen lösen sie fast immer eine Kettenreaktion aus, zahlreiche Erdrutsche und Steinschläge, die nicht weniger tödlich sein können. Im Frühjahr 2024 verfolgte die Welt mit Besorgnis die Nachrichten aus Taiwan, das zum Epizentrum des stärksten Erdbebens der letzten Jahrzehnte wurde. Während die Rettungskräfte in den Städten die Trümmer beseitigten, spielte sich in den Bergen ein eigenes Drama ab. Die Erschütterung der Erdkruste störte das fragile Gleichgewicht der Berghänge auf der ganzen Insel. Augenzeugen filmten schockierende Aufnahmen. Ganze Berghänge gerieten in Bewegung und stürzten als gigantische Massen von Gestein hinab. Die Luft füllte sich mit Lärm und Staub. Riesige Staubwolken, die durch diese Erdrutsche aufgewirbelt wurden, verdunkelten den Himmel und verwandelten den klaren Tag in Dämmerung. Einige Aufnahmen aus den Küstengebieten zeigen, wie diese Staubwolken die unheilvollen Pilzen ähneln. Nach der Explosion breiten sie sich schnell aus und bedecken nicht nur das Land, sondern auch die Meeresoberfläche. Das Schauspiel ist wahrhaft apokalyptisch und ruft Gedanken an das Ende der Welt und den Zorn des Planeten selbst hervor. Die Erde bebte und die Berge antworteten mit Lawinen aus Steinen und Erde. Straßen verwandelten sich augenblicklich in unpassierbare Blockaden und schnitten ganze Ortschaften ab. Jeder neue Erdrutsch schuf ein erschreckendes und chaotisches Bild der Zerstörung und zeigte die sekundäre, aber nicht weniger bedrohliche Kraft des Erdbebens. Dies war ein anschauliches Beispiel dafür, wie eine Naturkatastrophe viele andere hervorrufen kann, die Gefahr und das Ausmaß der Tragödie vervielfachend. Taiwan ging mutig mit den Folgen um, aber diese Aufnahmen werden für immer ein Zeugnis jener kolossalen Energie bleiben, die in den Tiefen unseres Planeten schlummert und in der Lage ist, das Antlitz der Berge über Nacht zu verändern.